Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Wunderlich. Wir haben es euch versprochen und wir wollen natürlich auch unser Versprechen halten, dass wir bei der Wunderlich GmbH hinter die Kulissen blicken. Warum es heute so interessant wird, das kann ich euch versprechen. Ich habe 1, 2 und noch einen dritten Schlüssel hier liegen. Worum es um den dritten Schlüssel geht, das kommt ganz zum Schluss. Jetzt schauen wir uns erstmal gemeinsam an die R18-Modelle, denn die bieten eigentlich schon genug, um mal ganz genau hinzuschauen. Und die BMW R18 ist ganz genau das Modell, was wir uns heute mal näher anschauen. Um natürlich auch die Details zu verstehen, um die Firmenphilosophie und die Idee hinter all diesen Lösungen vielleicht ein bisschen näher gebracht zu bekommen, haben wir einen ganz wichtigen Mann da, der nämlich federführend auch dafür dabei ist, und das ist Frankie Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend, Frankie. Guten Abend, lieber Stefan. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam an solch tollen Motorrädern stehen, wo wir ja wissen oder wo ich inzwischen auch weiß, es gibt eine R18 Classic und es gibt eine First Edition. Die beiden Motorräder unterscheiden sich jetzt nicht groß, aber man hat natürlich mal Hand angelegt und den Charakter von Wunderlich so ein bisschen einfließen lassen. Drum wäre es schön, wenn du mir einfach mal kurz und knapp erzählst, was ist an diesem Motorrad alles anders und was hat man sich dann dafür auch, ich sag mal, dabei gedacht? Nennen wir es einfach mal die Ausstattungsvarianten, die man im Zubehör bekommen kann. Ja. Hier bei diesem klassischen Modell haben wir es eher so als Double-Seater etwas komfortabler für Sozia oder den Sozius gemacht, mit einer ergonomischen Sitzbank, die ungefähr ein Drittel größer ist wie die Original-Sozius-Sitzbank. Ja. Ist hervorragend gefertigt mit einem ergonomischen Schaum und passt natürlich optional auf die Originalsitzbank. Also man kann das kombinieren miteinander. Wir haben da ein besonders gutes Windschild drauf, was nicht ganz so ausladend ist, aber trotzdem hervorragenden Windschutz bietet. Eine Sissy-Bar, klassischer Look und trotzdem als Reisemotorrad mit Gepäcklösungen verwendbar. Kompatibel ist genau eigentlich das Stichwort. Also ich bin praktisch in der Lage, im Shop anzuklicken, was ich möchte, und es ergeben sich die Sachen miteinander. Ich muss jetzt nicht gleich dieses große Paket kaufen, sondern ich kann mich auch, ich sag mal, peu à peu drauf freuen. Genau, es ist einzeln miteinander kombinierbar. Man kann Dinge weglassen, man kann das volle Package buchen oder beziehungsweise bestellen und natürlich aber auch einzeln verbauen. Jetzt ist dieses Paket bei der Variante noch, ich sage jetzt mal, klassisch, wie es dazu gehört. Und wir haben dann auch diese Editionsvariante, die sich aber natürlich grundsätzlich jetzt mal in diesem Blick, und da muss ich einen Schwenk machen, gerade stellen, weil das ist ganz wichtig, dass man die Silhouette erkennt. Ja. Das ist nämlich eigentlich genau das identische Motorrad, sieht aber ganz anders aus. Also es gibt eine andere Strategie. Genau, es sieht ein bisschen sportlicher aus mit dieser doch klassischen Daytona-Lampenmaske, ist aber trotzdem ein sportlicher Look. Dann nicht mehr als Double-Seater, sondern nennen wir es mal anderthalbfache Sitzbank. Das ist so eine Art Nutzsitzbank. Das will ich ganz kurz. Wie habt ihr das gelöst? Genau, das interessiert mich auch. Ja. Also so ist es die anderthalbfache Lösung, und ich kann es, wenn ich es hochstelle, praktisch als Sissy-Bar-Lösung auch verwenden und habe dann noch eine Gepäckbrücke, wo ich ein kleines Gepäck verbauen kann. Habe eine wirklich hochwertig gefertigte Tankreling, fast schon ein Kunstwerk. Und aber auch an dem Motorrad, weil mit Sicherheit viele Fahrer das nutzen wollen und der Hersteller es eigentlich gar nicht anbietet, die Möglichkeit, Multimedia zu verwenden oder aber ein einfaches Navigationsgerät. Das heißt, ihr habt hierfür auch dann spezifischen Handyhalter bzw. Navigationshalter angefertigt. Das ist jetzt nichts, was kompatibel ist. Also da ist Wunderlich wieder ins Detail gegangen und hat sich die Gedanken gemacht. Wir haben das genau für die R18 gebaut, aber das ist halt ein Halter, der auf die R18 passt, aber offen ist für die Navigationsgeräte oder für die Telefone, die man da drauf verbaut. Okay, sehr gut. Jetzt sind es 2 Modelle, die wir gesehen haben, 2 Modelle, die uns sehr interessieren und natürlich auch vom Detail mal die Range abdecken, wie ich sie anklicken könnte in einem Webshop. Jetzt können wir auch die kompliziertere Variante nehmen, beziehungsweise die ganz spezielle Variante, das, was man sich überlegt hat, einfach mal auf die Beine zu stellen. Seid gespannt. Es ist nicht nur eine R18, sondern es ist der Rockbob.
Und damit habe ich schon ein unfassbares Grinsen im Gesicht. Und ihr seht, ich sitze bequem und ich sitze gut auf der R18 bzw. auf den Rockbob. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Motorrad, was minimalistischer eigentlich nicht aufgebaut sein könnte, um trotzdem, und das ist natürlich der Gimmick dabei, die eigentlich moderne 2021er Technik einer R18 mit einfließen zu lassen, aber das Ganze so ausschauen zu lassen, als wenn es eigentlich ein Motorrad wäre, was man vor langer, langer Zeit vielleicht das letzte Mal gesehen hat. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn man hier so Platz nimmt, man sitzt verdammt gut. Frankie, was habt ihr euch dabei gedacht, beziehungsweise wie lange habt ihr gedacht, um es so gut hinzubekommen und so individual wirklich zu gestalten, dass man einfach sagt, wow. Also das war mal die Überschrift, es musste wow sein. Ja, das ist es, das ist es. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wir wollten so richtig Bobber-Style haben, 50er Jahre, viele werden den Film noch kennen, Straßen in Flammen, da wurden solche Motorräder gefahren, schwarz muss es sein mit ein paar braunen Akzenten. Ja. Das war so die Überschrift und Minimalismus, weniger ist mehr und das ist jetzt das Ergebnis, so wie es hier steht. Gewagt und eigentlich, wenn man es jetzt so von außen betrachtet, unvorstellbar, dass das Ding Straßenzulassung hat. Es hat wirklich, so wie es hier steht, eine ganz normale Straßenzulassung, weil wir haben eigentlich gar nichts Relevantes verändert, also fahrdynamisch Relevantes verändert. Also es ist der Originalauspuff, der sieht ein bisschen anders aus, weil wir ihn Schwarz-Keramik beschichtet haben. Ja. Der Motor wurde einmal komplett zerlegt, es wurde alles schwarz gepulvert, um einfach dieses Finish und diese Optik hinzubekommen. Der schwarz-glanz lackierte Tank wurde schwarz-matt lackiert mit glänzenden Linierungen dann wieder. Ja. Es sind Aluminiumfender, die dann auch schwarz-matt lackiert wurden, auch schwarz-glänzend liniert. Und dann ist das Ergebnis so, wie es hier steht. Wir haben dann aber natürlich einerseits, okay, die Front sieht sehr spartanisch aus, das ist einfach gehalten. Jetzt sieht das Heck ja auch relativ einfach aus, um es aber so hinzubekommen, dass es so aufgeräumt ist. Auch, und ich sehe sie nicht. Zeigt sie mir, die Blinker. Muss die Kamera ich kann sie nicht Die Kamera sehen. Muss gleich einfach mal ums Motorrad fahren. Also das ist sehr, sehr minimalistisch gehalten. Aber alles eben mit der Straßenverkehrsordnung so gecheckt. Ich meine, das ist ja euer Ziel, eigentlich etwas zu bauen und einen Reiz zu setzen in diese Richtung, aber trotzdem die Grenzen einzuhalten. Ja, wir lotsen keine Grenzen aus, ja. Das ist ganz wichtig, sondern so wie es jetzt hier verbaut ist, hat alles eine Zulassung, alles mit ABE, auch wichtig. Man muss also keine Einzelabnahme machen, man fährt einfach her, sagt, das sind Blinker, die haben eine Zulassung. Es ist alles in der Funktion und in den Anbaumaßen zugelassen, so wie es hier verwendet wird. Es sieht halt sehr gewagt aus. Ja, schön. Also ich finde es einfach toll, ja. Und, aber es hat trotzdem wirklich eine komplette Zulassung und vor allen Dingen, das ist uns das Allerwichtigste, es fährt einfach sehr gut, man sitzt sehr gut. Ja, die Maschine ist nach wie vor, ich würde es mal als reisetauglich verwenden. Ja, ich saß ja jetzt auch noch nicht lange drauf, aber es sitzt eigentlich wie angepasst, wobei ich jetzt ganz frech sagen würde, für mich könnte der Sitz noch einen Ticken höher sein. Da weiß ich aber auch von dir, weil das möchte ich nämlich hören. Das ist die Variante, die ich für mich nutzen würde. Also für Menschen, etwas größer. Für Menschen, die jenseits der 1,80 sind, ja, haben wir diesen Sitz mit relativ kurzen Spiralfedern und Leute, die natürlich etwas weiter oben sitzen müssen, nach vorne sitzen müssen, nennen wir es so. Da gibt es halt eine längere Feder, um den Abstand zwischen Sitzbank und Lenker kürzer zu gestalten. Das heißt, die Variante oder die Denke wunderlich, auch was die Ergonomie wieder angeht, was wir aus anderen Modellen und so weiter kennen, das habt ihr hier auch klassisch verfolgt. Also ihr habt das nicht aus dem Auge verloren. Also nicht nur Optik, auch Funktion und Ergonomie wollen wir natürlich immer beibehalten. Und das haben wir dann versucht hier in so einem Fahrzeug, in so einem Projektbike, ist halt unser diesjähriges Projektfahrzeug, denke ich mal, ganz gut hinbekommen. Ich möchte mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Viele haben vielleicht so eine Idee und vielleicht ein Konzeptmotorrad im Kopf. Aus der Firmenphilosophie kennen wir, dass ihr jedes Jahr irgendwie euch sowas rauspickt. Das ist ja jetzt wirklich, ich sag mal, wenn du das rausstellen würdest irgendwo vor einer Eisdiele, da bleibt jeder dran stehen, weil das erkennt man, dass das was Spezielles ist.
den Mut dazu zu haben, das auch mal so dann umzusetzen? Ist man stolz? Ich meine, klar, natürlich ist man stolz. Unsere ganze Belegschaft ist stolz auf unsere Produkte. Da kann ich mich auch jetzt ein bisschen aus dem Fenster legen, aber ich sehe das jeden Tag, wenn ich hier das Geschäft laufe. Wir achten auch darauf, wenn wir zum Beispiel irgendwo in der Zeitung oder im Internet erscheinen, das machen wir unseren Mitarbeitern noch ganz bewusst zugänglich, um das auch so ein bisschen auszubauen, das Ganze. Ja. Also ich denke schon, dass unsere Mitarbeiter, ganz besonders unsere Entwicklungsabteilung, die das erstmal so als Einzelstück herstellen, die sind da ganz besonders stolz, logisch. Jetzt ist es ja so, wir kennen aus anderen Modellen und auch der R18, was wir ja wissen, die Dinge kannst du im Endeffekt Plug and Play dir besorgen und dann ist es eine Verfeinerung deines Motorrades und auch was die Art und Weise angeht, wie du reisen kannst, sei es die Sozio-Sitzbank etc. pp. All das steht da im Vordergrund. Jetzt sieht jemand das Motorrad und sagt, ja bitte, ist es so dann auch machbar? Weil ich glaube, nach dem ersten Video bzw. nach den ersten Einblicken, die ihr jetzt hattet, ich würde unterschreiben. Das ist ja genau die Zielsetzung. Natürlich ist es machbar. Es ist nicht nur so machbar, es ist auch nach anderen Vorstellungen machbar. Wie gesagt, wir werden immer Vorschriften einhalten, da werden wir auch nicht drum herum gehen. Aber wenn jetzt jemand das in Gelb haben möchte, dann könnte es natürlich auch in Gelb bekommen haben. Jetzt nur zum Beispiel. Okay, ne? Auch eine interessante Variante, ja. Interessante Variante, wenn wir das vielleicht gerade passend zur 40 Jahre GS Edition Schwarz-Gelb, ist uns auch am Anfang durch den Kopf gegangen, aber wir haben uns dann doch für diese Variante entschieden. Aber wir können natürlich auch diesen Sitz zum Beispiel auf eine Klassik montieren. Das ginge auch. Okay, das heißt praktisch die Bauweise ist nicht groß verändert worden. Ich meine, wenn ich habe jetzt so ein Motorrad zu Hause, also eine Standard R18 und sage, bang, das möchte ich haben. Ich will einen Kotflügel haben zum Beispiel. So, genau, dann ist es nicht notwendig oder ich brauche keine Angst haben, dass mein Motorrad nie mehr so aussehen wird wie zuvor, weil man nichts wegflext und so. Das kennt man ja auch aus vielen Geschichten. Wird abgespeckt und dann kannst du es halt auch nie mehr zurückbauen. Das ist eine Grundphilosophie bei allen Umbauten, die wir machen. Alles, was wir bauen, auch so radikale Umbauten, sind rückrüstbar. Das heißt, ich kann das ohne zu schweißen, ohne zu flexen und umzuändern, zu verbiegen, kann ich so ein Motorrad bauen und kann es auch genauso nachher wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Ganz, ganz wichtig, wenn man das Fahrzeug mal veräußern möchte oder was weiß ich. Ja. Ist ja auch eine Art, ich meine, die Wertsteigerung in dem ist, glaube ich, jedem klar, aber wer weiß, was das Leben mal bringt und man kann dann eben auch seine R18 noch anderweitig wieder benutzen. Oder Bobber sind aus der Mode, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass so ein Motorrad nicht aus der Mode kommt. Und da kommen wir, Mode, Lifestyle, das ist ja auch eine Variante, wo man sagt, ich bin etwas technisch gewohnt, was ich auf der einen Seite sehr genieße, nämlich die Zuverlässigkeit in allen Produkten. Jetzt hat man ja dabei wirklich die Möglichkeit, das ineinander fließen zu lassen und vielleicht auch als etwas zurückhaltender, der jetzt nicht ein Motorrad fahren möchte, was vielleicht auch an der nächsten Ampel stehen bleibt, weil irgendwas nicht funktioniert, kannst du aber diesen Lifestyle super verkörpern. Also das heißt, ihr könnt es so machen und ihr könnt es aber auch etwas dezenter machen etc. Es sind eigentlich alle Türen auf. Darum geht es ja beim Customizing. Es ist wirklich vom Lampenmaskenumbau bis zu einem Komplettumbau alles machbar. Es ist aber trotzdem von der Funktion her immer noch ein Standardmotorrad. Mit der oder mit der hohen Zuverlässigkeit einer BMW, die der BMW-Kunde auch voraussetzt. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir da nirgendwo eine Einschränkung bekommen. Die Einschränkung, wenn ich jetzt damit reise und mit dem Motorrad im Endeffekt von A nach B fahre, dann falle ich ja vom Prinzip her schon relativ stark auf, ist mir persönlich aber, wenn ich das Motorrad sehe, nicht unangenehm, weil ich spreche es an, weil es auch mal ein Thema war bei vielen oder vergangenen Themen, die sich so ums Motorrad gedreht haben, immer Lautstärke, Emissionen etc. pp. Jetzt sehe ich ja hier einen relativ spektakulär aussehenden Auspuff und du hast es gerade schon angesprochen, da ist eigentlich nichts anderes, es ist immer noch original. Das ist der Originalauspuff. Wir haben, wie gesagt, Keramik beschichtet, schwarz Keramik beschichtet, ist absolut beständig, ist kein Vergangen dran und es sieht halt komplett anders
aus. Nennen wir es einfach mal anders, speziell. Ich gehe also nicht her, mache also keine kurze Auspuffanlage, ist natürlich auch eine Geschmackssache, aber brandaktuell, Lautstärke, ein Riesenthema in der Motorradwelt. Und diesen Diskussionen, den wollen wir uns auch gar nicht aussetzen. Das ist das, was der Hersteller liefert, das ist zugelassen und das ist auch unsere Haltung in der Öffentlichkeit. Motorräder dürfen einfach nicht mehr laut sein. Sofern ich weiß, ist ja die R18 sowieso auch schon im Originaltrim über die Elektronik verstellbar in dem eigentlichen Klanggeräusch. Genau, ne? Es gibt 3 verschiedene Fahrmodi, wo natürlich alles im Rahmen des Zugelassenen Ja, verstellt klar, werden kann. aber ich könnte meinen Style ein bisschen anpassen, Ganz genau. je nachdem, wie ich möchte. Ja. Wenn ich jetzt ein Motorrad bei euch bestelle oder kaufe und dann fahre und dann irgendwann nach einem halben Jahr sage, pass mal auf, ich habe noch eine Idee, ich hätte gerne dieses oder jenes. Es ist bei euch möglich, jegliche Umbauten eigentlich durchzuführen, wenn die Zeit mitgebracht wird. Das ist natürlich klar. Genau, also wir machen alles möglich, was der Kunde haben möchte und natürlich auch nachher noch zugelassen ist. Also wir werden keine Umbauten machen oder versuchen über irgendwelche Wege das zuzulassen. Braucht man ja auch nicht, wenn es so aussieht, umso schöner ist es. Ne? Aber im Grunde genommen kann der Kunde sich komplett austoben und kann sagen, ich hätte gern ein Motorrad, was so und so aussieht. Und dann geht man das hier zusammen durch. Man bekommt eine Designskizze nachher, wie das dann ungefähr aussehen würde. Und dann kann man sagen, los geht's. Ne? Würdest du also schon unterscheiden, das ist rein custom-made, da kannst du sagen, ich möchte so und so und so haben, und das andere ist im Endeffekt, sich mal heranzutasten an das etwas Gewagtere? Naja, nennen wir es einfach mal customized und bolt-on. Ja. Viele unserer Kunden, die fangen in Anführungsstrichen mit ein paar Teilen klein an und es wird dann immer mehr, weil man einfach Spaß am Personalisieren hat. Und plötzlich steht dann ein Motorrad, wo man von der Seite betrachtet schon sagen kann, das ist ein Custom Bike. Ne? Dieses Custom Bike ist am besten eigentlich während der Fahrt zu genießen. Und genau dafür haben wir noch etwas für euch vorbereitet. Ich wünsche euch unfassbar viel Spaß mit den Bildern, die ihr jetzt noch sehen könnt. Und ich kann euch sagen, das Ding hier mal live zu sehen, ist absolut wertvoll. Deswegen schaut vorbei, die steht auch hier im Raum jederzeit parat für den einen oder anderen Blick. Und ich denke mal, wenn man einmal das Auge drauf geworfen hat, dann kommt man so schnell hiervon nicht mehr weg.